Hi Leute und willkommen bei Rollerfix. Darf man eine Zündkerze eigentlich ohne Drehmomentschlüssel eindrehen? Ja, der erste Impuls sagt erstmal nein, natürlich nicht. Einige sagen, klar, mache ich immer mit der Hand. Wie sieht es eigentlich in der Wirklichkeit aus? Wenn wir uns die Zündkerze hier genau ansehen, gibt es da eine Anweisung. Erstmal handfest anziehen und dann ein Viertelumdrehung nachdrehen. Jetzt ist für meinen Roller ein Drehmoment von 12 Newtonmeter für die Zündkerze angegeben und in diesem Video werde ich testen, ob das, was hier auf der Verpackung angegeben ist, mit den 12 Newtonmetern aus der Bedienungsanleitung übereinstimmt. Dafür habe ich jetzt einen Drehmomentschlüssel auf 12 Newtonmeter eingestellt. Jetzt werde ich die neue, das ist keine Werbung, die neue Zündkerze erstmal per Hand reinschrauben. Wenn die ersten Umdrehungen sitzen, nehme ich mir so eine Verlängerung zu Hilfe und kann ohne Gewalt, damit ich nichts verziehe, die Zündkerze bis zum Anschlag hereindrehen. Wie gesagt, ohne Gewalt, denn auf der Verpackung steht ja handfest. Erstmal so. Jetzt dreht sie sich nicht, das ist handfest. Ab hier sollen angeblich eine Viertelumdrehung ausreichen. Ich setze die Verlängerung, den Zündkerzenstecker an, Zündkerzenschlüssel. So. Der Zündkerzenschlüssel, beziehungsweise das ist jetzt der Drehmomentschlüssel, ist jetzt parallel zum Boden. Eine Viertelumdrehung wäre, wenn er gerade nach oben ist. Und wir schauen, ob das 12 Newtonmeter sind oder nicht. (12 Newtonmeter, die vorgegeben sind, ist gerade mal ein Achtelumdrehung. Ich würde mich auch tatsächlich nicht trauen, eine Viertelumdrehung zu drehen. Die Zündkerze sitzt schon recht fest drin. Okay, ein bisschen weiter drehe ich noch. Ich stelle den Drehmomentschlüssel jetzt auf 13 Newtonmeter um. Es ist nicht schlimm, wenn man einen Newtonmeter mehr macht, als im Handbuch vorgeschrieben. Aber auch 13 zeigt das schon hier Grenze, also eine Viertelumdrehung, das werden wahrscheinlich 20 Newtonmeter sein oder so ähnlich. Und das wäre definitiv zu viel für die Zündkerze. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn es so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos den Kanal abonnieren, um weitere Videos und Tipps nicht zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.